Digga, ich bin voll verklatscht. Weil morgens wie viel Uhr war es denn da? Um 7 Uhr oder so? Oder noch früher. Der gute Paketbote mal wieder geklingelt hat. Weißt du, was er gebracht hat? Ja, ein neues Young LA Paket. Weil ich oben aus dem Klofenster, ich bin dann kurz auf Toilette gegangen, mache ich das Klofenster auf, läuft er da die Straße auch runter mit dem Paket. Ich sag, ey, stell einfach vor Tür. Gut, dass der es gebracht hat. Dann die Wäsche muss auf jeden Fall mit. Später geht's nämlich ab nach Thailand. Da wird man auch geheilt. Leute, in Thailand werden wir auf jeden Fall... Ich fand es eigentlich ganz angenehm. Den Vibe? Ja, okay. Dennis hat abgesagt. Dem lag das Schnitzel quer. Ernsthaft jetzt? Tatsächlich. Scheiße. Ja, wenn ihr das letzte Video nicht gesehen habt. Dennis ist am Schnitzel, nicht nur am Schnitzel gescheitert, sondern auch am Aftermath. Oder wie man dazu sagt. Was eigentlich Volkan schon wieder? 3 Minuten hat er noch. Volkan ist mein Friseur. Denn die Matte muss auf jeden Fall noch ein bisschen gekürzt werden. Der Bart muss frisch gemacht werden. Bevor es dann später zum Flughafen geht. Ich habe 2 Koffer hier am Start. In dem einen sind Supplements. Also der Koffer da drüben ist ein rein Supplement-Koffer. Ich zeige es euch gleich. Ich würde sagen, erstmal trinke ich einen Schluck Wasser. Dass ich mich nicht mehr wie ein Schluck Wasser in der Kurve fühle. Oh, ich spüre mein Hamstring schon wieder. Ich sehe jetzt mal ein Realistic Morning auf einen Influencer. Aber sieht halt nicht so aus wie bei denen in der Story. Real Morning Routine. Ja. Also Step 1, erstmal 1 Liter Wasser. Ja, 0,7. 0,7 Liter Wasser. Und dann eigentlich einen Kaffee, aber den gibt's gar nicht. So gucke ich dann aus hier ungefähr. Während ich mein Wasser trinke. Überdenke mein Leben. Und legt sich wieder ins Bett. Und dann denke ich mir, boah, ich bin noch nicht bereit für den Scheiß. Also, hier ist mein Realistic Morning. Aber Pro Bodybuilder. Was geht ab, Mann? Seid ihr gut drauf oder was? Wie geht's? Wie steht's? Hey, alles klar? Alles klar. Lustig, Wie geht's? ne? Du siehst einfach mal fresh aus, Mann. Dankeschön, Dankeschön. Das gehört sich dazu. Ja, meine Mom, die beste. Mir davon 50 Stück abgepackt. Ist bei dir auch mal Lachs mit Reis zum Frühstück? Ist wirklich meins. Was geht, Bruder? Wie hast du Weihnachten verbracht? Weihnachten ist jetzt nicht bei mir so das Hauptthema so. Okay, aber wie hast du die Feiertage verbracht? noch die Kunden gemacht, für die natürlich Weihnachten sehr, sehr wichtig ist. Danke. Bei mir war aber nicht. Echt? Aber du warst ja auch nicht da, ne? Ah, das ist echt Ja, ansonsten ja, ganz Geht schon, gemütlich, entspannt, ausgeruht wieder. Und nächstes Jahr auf jeden Fall neue Vorsätze und Kickdown. Und dann geht's Und der Laden ins Rollen gebracht. Ja, Mann. Weil aktuell der Laden ist hier bei mir. Also kommt top, na Spaß. Ab Januar dann bei Volkan im Laden. Ich habe Volkan auch extra nicht gesagt, dass wir heute drehen. Ja. Weil sonst wäre Volkan hier mit 5 Giraffen und 10 Elefanten eingefahren. Dann wäre er vor 12 nicht hier gewesen. Kennt ihr das, wenn ihr in Urlaub fliegt oder wegfliegt mal? Ihr habt das Gefühl, ihr habt immer irgendwas vergessen. Ich finde es auch gut, in Thailand braucht man nicht so viel. Weißt du? Ich muss keine Winterjacke anpacken, ich muss keine fetten Hoodies anziehen oder so. Eigentlich brauche ich nur ein Shirt für 2 Wochen, 2 Paar Unterhose, wie man hier sagen würde. Und dann, ja, passt es. Guckt euch mal das Line-Up hier an. Also wenn ihr sagt, ich bin Gym-Maschinen-Fetischist. Holy shit, Wollen wir halt einfach 10 Rasierer mit? Ja, Eigentlich 12, ja. ich habe einen. Ja, ich habe eben schon off-cam gefragt, ob das wirklich auch Sinn macht mit 12 Rasierern, aber ich habe jetzt verstanden, das macht Sinn. Weil jeder hat seine eigene Funktion. Genau, definitiv. Es ist ja auch nicht so, dass du erklärst, du jetzt mein Bruder, wenn du Rückentraining machst, dann gibt es ja setz dich verschiedene nicht an die Rücken. Brustpresse, ja. Genau. Klar. Und so ist es auch bei uns zum Beispiel bei den Maschinen. Jede Maschine kann was anderes. Jeder hat so seinen Stil. Und deshalb Ja. sehen die Haarschnitte auch immer super aus. Ja, was so langsam am Ende gut aussieht, das ist der Punkt. Genau. Ja, ist eigentlich egal wie viele Maschinen, aber ich brauche auch vollstes Vertrauen in Volkan, denn wie ihr seht, wir sitzen hier bei mir zu Hause.
Es ist kein Spiegel vor mir. Also der könnte mir jetzt einen Pimmel hinten in den Kopf reinrasieren. Ich würde es erst am Ende abchecken. Wolfgang hat mich angespritzt. Ich muss einmal kurz. Ja, wir waren bei Neujahrsvorsätzen. Wolfgang, hast du da irgendwie. Karriere machen. Der Urs ist unser Vorbild. Auf jeden Fall vorbildlich. Und da kann man sich eine Scheibe abschneiden. Und Also du fängst jetzt an mit Bodybuilding. nein, aber deine aber Art, erzähl wie du den Leuten bist, mal, du hast doch angefangen mit genau, wie du bist, aber auch als Mensch, das finde ich sehr cool. Du kannst einen auch extrem motivieren. Und Danke dir. das ist auch immer wieder geil, wenn ich hier bin und mit dir auch darüber sprechen kann. Ja, das ist die auf jeden wahren- Fall geil. Die wahren Deep Talks hat man nur mit dem Barber. Ja, Das definitiv. wisst ihr ja. Normalerweise ist es ja so, dass der Barber die Kunden motiviert, aber bei ihm ist es andersrum. Und jetzt hat der Junge seinen eigenen Laden bald. Ja, Das ist auch schön. Gott sei Dank. Weißt du? Man muss immer das Beste rausholen aus seinen Mitmenschen. Außer sie lassen es nicht zu. Das ist auch wichtig. Wenn die es nicht wollen, dann sollte man es auch lassen. Wie haben wir uns eigentlich jetzt damals kennengelernt gehabt? Wie kamst du auf mich? Bruder, wir haben ungefähr 38 deiner Cousins in Insta geschrieben. Echt? Wenn ich nicht bei dir schneide, dann kriege ich auf die Fresse. Ne, ehrlich jetzt. Nein, ich habe ja einen Fragesticker gemacht nach Cousin in Heilbronn. Und dann haben viele dein Profil verlinkt. Okay, cool. Da habe ich mir dich mal ein bisschen angeguckt. No homo. Und ja, fand ich so fresh von dem, was du auf Insta gezeigt hast. Und dann Hast du gedacht, komm, ich gehöre dazu? bin ich mal vorbeigegangen. Und dann habe ich gemerkt, okay, shit, im Laden können wir nicht mehr schneiden, da sind zu viele Leute. Und ja, dann stand Volkan bei mir vor der Tür. Ja, aber kann man das nicht einfach so lassen, so einen harten Cut? Nee, geht leider nicht. Es geht schon, aber Volkan würde weinen, wenn er Ja. das lassen müsste. Auf jeden Fall, weil Ich glaube, der wird lieber seine Füße abschneiden lassen, als eine unfertige Frisur. früher, bevor diese harte Übergänge, wisst ihr, Ja, das das- ist damals, diese harten Übergänge. Kennst du New Kids? Ja, so die ganz richtigen Scheitel Ja, genau. damals noch. Wann genau? Die Zeit? 2021. So 1940. Nein, das war ja das jetzt. Oha, da waren wir ja gar nicht mal da. Aber diese Zeit von 2021, wo dieses richtig harte auch mit dem Scheitel dann dieser lange Bart angefangen hat, da gab es ja diese Übergänge gar nicht. Das hat damals noch nicht jeder hinbekommen. Und irgendwann, nach 2 Jahren, kam dann dieses flüssige Übergang, weil da kamen die Maschinen raus und man konnte jetzt auf jeden Fall geilere Übergänge machen. Und zu dem Zeit war es in, dass man die Haare so getragen hat. Also, back zu den 221ern. Das ist doch sehr ungewöhnlich, dass der Bart auch so schön nachwächst bei dir, so weißt du? So schön gleichmäßig. Der ist gut gekommen irgendwie, ich weiß Ja. nicht warum. Auch der ist so voll. Ich kenne auch also weniger deiner Landsleute, sag ich mal, die auch so einen schönen strukturierten Bart haben. Ne? Was ich sagen muss, das ist jetzt normalerweise meine Lieblingsbeschäftigung, Bart, unteren Bereich, so schön einheitlich zu rasieren. Aber das Problem ist jetzt bei ihm, dass ich mit der Maschine nicht wirklich rankomme, da die Brust hier im Vordergrund ist. Und das wollte ich euch mal gerne kurz zeigen. Oh Mann, das würde ich auch gerne mal hören. Deine Brust ist zu groß, ich komme Ja. nicht ran. Schaut mal, guck mal, Wollen auch das die ist, Frauen hören, aber. das ist unmöglich. Also deshalb sage ich ja auch, er soll aufstehen. Aber für mich hier da ranzukommen, so, das ist die Dinger hier, das ist größer als ein Reifen. Ey. Jedes Mal steht der erstaunt vor mir. Oh, deine Titten. Was haben wir denn hier jetzt aktuell? Hier haben wir den Rasiergel. Oh, jetzt wird der Kollege hier schön rasiert. Auch gegen den Strich. Einmal den Kopf hoch bitte. Jawohl. Ist es angenehm?
Das ist wie komplett neuer Start in den Tag. Vor allem bin ich noch extrem verklatscht die Treppe runtergekommen. Volkan, was muss denn ein Boy aus unserer Community seinem Friseur zu Hause sagen, wenn er den Haarschnitt möchte, wie ich? Soll einfach das Video bezeigen und das Ja, war's. jetzt. Also. Ich muss jetzt raushauen. Wir haben einen Low-Taper-Fade und einen Buzzcut. Boah, es ist schwierig zu sagen, was man da sagen kann. Und mit Fade, mit einem sehr feinen Übergang. Und die Haare hier am Hinterkopf, also am Oberkopfbereich, hinten kürzer, nach vorne etwas länger, schön franzig geschnitten. Kommt drauf an, ob die Haare dick sind oder nicht dick, dementsprechend dann auch aussehen, weil der Kollege hat hier sehr dicke Haare, deshalb müsste man auch natürlich aussehen. Aber ansonsten nicht viel. Es ist einfach das Gesicht, was diesen Haarschnitt hier ausmacht. So. Muss ich auch ehrlich sagen, Mann. Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben jetzt dann. Was hältst du von dem Edgar-Cut? Geil. Another one. Das ist der Edgar Cut. Der Edgar-Cut. Ja, Mann. Aber der ist schon schön. Der ist schon schön. Also, es gibt auch sehr asoziale. Ja, ich wollte jetzt nicht Also zu, der war noch relativ nicht zu angenehm. heftig rausholen. Der geht schon in eine bisschen der ist wildere schon- Richtung. ja. Der ist schon ein bisschen zu hart. Vor allem der Bart hier auch. Ja, Das ist dieser ja. World Also bei dir of könnte man Warcraft den, glaub Level ich, mal- 70 Bart. Machst du auch Intimfrisuren, ja? Bei Frauen, ja. Nein, aber Und wenn ich mich als Frau fühle? nein, verlass es lieber. Markus ist ja schwul. Nein, sagen, Mann. Jetzt geht's aber los hier. Oh, ja Mann. Ist wild jetzt, weil die Haare so blond werden wieder. Oder du siehst krank aus, ich sag's dir. Das ist Im positiven Sinne. auf 100%. Schaut euch mal Hals an. abwärts sehe ich krank aus. Hals aufwärts. Heiliger Wimmer. Wie machen wir ein Ding? Gigajet Riz. Luxmaxer. Ja. Digga, was für Wörter. Ich komme mir schon richtig alt vor. Gut. Wir bezahlen den Mann und dann gehen wir rein in die erste Mahlzeit und dann wird zu Ende gepackt und dann ab ins Gym. Let's go. Was wird heute trainiert? Heute wird Rücken gemacht. Ein letztes Mal auf deutschem Boden. Bezahlst du Volkan mit Geld oder mit anderen Mitteln? Der kommt gleich noch mit und dann Volkan ist abgehauen, die Haare sind frisch, so kann man auf jeden Fall reinstarten in den bevorstehenden Urlaub. Was brauchen wir jetzt? Genau, wir brauchen wieder eine Druckbetankung. Wir haben hier 150 Gramm Reis, roh gewogen, wir haben 200 Gramm Lachs, 1 Gramm Salz und eine Banane. Bevor Volkan gekommen ist, habe ich meinen Daily getrunken, habe meine Supplements genommen. Und damit sollte ich jetzt auf jeden Fall versorgt sein fürs bevorstehende und letzte Training hier in Deutschland. Nochmal schön Rücken, die guten Geräte ausnutzen bei mir im Studio. Eigentlich wäre Dennis auch gekommen. Dem lag das Schnitzel aus dem letzten Video, wie gesagt, quer im Magen. Und ja, deswegen ziehen wir heute allein durch, machen noch eine letzte Session hier. Es fühlt sich komisch an, in den Urlaub zu fliegen. Ist mein erster Urlaub nach jetzt, 2017 war ich das letzte Mal im Urlaub. Aber ich werde euch dann berichten. Wir werden sehen. Bei Markus gibt es auch Porridge und dann starten wir gestärkt in den heutigen Tag. Wer isst von euch in der Offseason auch noch aus dem Topf raus? Es ist schon. Das ist schon einfach die Bequemlichkeit. Aber geht schon. Weißt schon. Weißt schon. Das ist so ein underrated Meal. Lachs mit Reis. 4XL Young LA Paket. Und wie die Packung schon erahnen lässt, Aha. eine Goldstream Kollektion. Ziemlich geil. Was ich jetzt hier gerade noch versuche zu machen. Oder wir machen einfach eine gemischte Tüte. Wie früher als Kind beim Bäcker. Eine gemischte Tüte bitte. Weil das finde ich ultra geil. Ich kann leider Wäsche so nicht falten. Bei mir sieht es immer so aus. Aber jetzt kann ich extrem geil die Klamotten mitnehmen. Weil die dann ja noch verpackt sind, weißt du. Das Game neu gedribbelt. Ich habe das Game mehr als neu gedribbelt. Wir haben ganz wichtig die Schlafmaske. Ohne der verlasse ich nicht mehr das Haus.
Die brauche ich gerade jetzt, wenn das Gewicht steigt. Wirklich essentiell. Und komm, ich hasse es zwar, aber für euch mache ich den Koffer hier nochmal auf. Der hat gutes Gewicht am Start. Liegt wahrscheinlich am Reispudding. Wir haben 3 Kilo Sack Reispudding, Performance Whey, Daily auf jeden Fall. Wir haben Goat Bars auf Reise, immer ein gern gesehener Begleiter. Wir haben nochmal Daily, Flexpresso. Seit wann trinkst du denn Flexpresso? Auf die Frage habe ich gewartet. Nee, aber was ich ziemlich geil finde, ich werde dann so eher vormittags zum Sport gehen. Ich werde mir davor ein Flexpresso, eine Banane und Goat Bar, sowas reinzwirbeln. Werde dann meine Session machen und dann den restlichen Tag die Speicher füllen mit Pad Krapau oder anderen geilen thailändischen Speisen. Und zwischendurch hier und da mal auf jeden Fall auf eine dieser Proben zurückgreifen. Was haben wir hier? Da bin ich einfach in die Garage, habe in jeden Probensack mal reingegriffen und ein paar rausgeworfen. Tatsächlich habe ich auch irgendwo hier so viele dabei, Alter. Ja genau. Isoclear-Proben. Denn im Sommer bzw. in tropischem Klima lässt sich ein Isoclear definitiv gut trinken. Aber für die 3 Kilo Reispudding musste auf jeden Fall auch noch genug normales Whey mitgenommen werden. Was ich dann auch mal Post-Workout oder so essen kann. Und hier noch so ein Sirup. Ja, um das Wasser ein bisschen geschmackvoller zu machen. Ja, so sieht bei mir 2 Wochen Verreisen aus. Besser haben als brauchen. Gut, dass ich den nochmal aufgemacht habe. Denn das kann ich gleich entnehmen. Und das hier ist mein Handgepäck. Da ist immer ein T-Shirt und eine Unterhose drin. Da haben wir gelernt, von 12 Mal kommt das Gepäck bei mir 11 Mal nicht an. Gute Quote. Deswegen lieber vorbereitet sein. Weißt schon? Hey, aber mich wundert es ein bisschen, dass du nur eine Performance-Whey-Dose mit hast. Ich hätte gedacht, man muss 2 mit. Glaubst du, ich brauche mehr? Bei den ganzen Proben? Ja. Du willst das Zeug doch 4-mal am Tag. Ja, das habe ich mir tatsächlich auch gedacht. Mann, jetzt Pack ein. bringst du mich hier. Das ist noch eine zweite Dose im Schrank. Verlegenheit. Ja, Soll ich die holen? gerne, ja. Kennst du den Clip von Ronny mit der Waschtasche? Von Rap One noch. Wo Ronny versucht, die Waschtasche noch in den Koffer zu kriegen. Verdammte Scheiße, die Waschtasche ist hier am Weg. Jawohl. Das sind die Dinger, die ich feiere. Gold's Gym Young LA, Baby. Weil das ist hier so ein Elastanstoff mit drin. Das ist genau mein Ding. Ich schwör's dir. Genau so ein bisschen sackmäßig. Also ich rede jetzt vom Training hier. Weißt du, wenn das über den Ellenbogen geht. Weil jetzt, wenn ich zum Beispiel im Rückentraining, wenn ich hier jetzt ziehe, stört das gar nicht. Wenn ich nur einen Tanktop anhab, gerade beim Rückentraining, beim Push-Day ist das okay. Das ist voll die Philosophie, die Klamotten-Auswahl fürs Training. Aber sonst für Beine und für Rücken wäre das optimal. Also heute machen wir Rücken, deswegen ziehen wir es an. Ansonsten für Push, für Arme kann man schon Tanktop einpacken. Wenn ihr auch bei Young LA einkaufen wollt, Code Polacco, kriegt ihr immer 15% auf alles sogar. Oh. Das sieht ja Baba-mäßig aus. Jetzt habt ihr mal gesehen, was ich so mitnehme, wenn ich verreise. Aber was mit der Waschtasche? Die Waschtasche, die liegt noch drüben in der Küche. Müssen wir noch hier verbauen. Aber da müssen wir erstmal ins Training und dann müssen wir fertig trainieren. Und dann, wenn alles so weit ist, kommt die Waschtasche rein und dann wird der Koffer zugemacht. Und ich habe von einigen schon den Tipp bekommen, wenn ich nach Thailand gehe, nimm gar nicht zu viel mit. Da gibt es Leintücher bzw. Klamotten an jeder Ecke so und zur Not schmeiße ich mir da was über. Mit einem leeren Koffer komme ich wahrscheinlich wieder zurück. Und wenn ihr dann ein paar stabile Thais rumspringen seht, wisst ihr, die haben meine Supplements gegiftet bekommen. In diesem Sinne, wir haben eine gute Stunde Zeit, genug Zeit, um unseren Rücken und unser Bizeps vollstens auszulasten. Also Musik an, Booster rein und durchziehen. Letztes Training hier bei mir im Gym.
und dann geht später ab zum Flughafen. In Thailand werde ich selbstverständlich auch weiter trainieren und werde da auch Gas geben. Ich glaube, da müssen wir nur Dennis James fragen, wie das Muskelaufbaumilieu dort in Thailand ist. Aber an Reis und Huhn soll es auf jeden Fall nicht fehlen. In dem Shirt fühlt man sich auch wie Rule from Germany. Das ist so ein richtiger Sack. Geil. Was, Junge? 2 Sätze mit Seil, ein Satz mit dem Mac Grip, auf ein bisschen mehr Wiederholung, bisschen schnellere, dynamischere Bewegungen. Ich weiß nicht, in welcher Generation ihr seid, aber ich bin auf jeden Fall da aufgewachsen. Boah. So fühle ich mich gerade. Im Rutsch ins neue Jahr und nächstes Jahr dann Super Saiyan 4. Ja, Das war geile immer Zeit mein gewesen. Traum, so auszusehen wie so ein Super Saiyan Charakter. Ich glaube, es war jeder Traum eines jeden jungen Mannes, der in den 90ern aufgewachsen ist. Oder jetzt wahrscheinlich auch noch. Ich muss sagen, ich fand Vegeta echt so am coolsten. Ja, Vegeta war krass. Ich mochte diesen Antagonisten-Touch von ihm, den er hatte und dann trotzdem gut wurde, weißt du? Ja, Vegeta habe ich erst verstanden, als ich dann älter geworden bin. Ja. Am Anfang war es so, was? Voll der Fiesling. Alles Team Goku. Ich bin nach wie vor noch Team Goku, muss ich sagen, aber ich fühle Vegeta schon sehr hoch. Fand aber nur bis Dragon Ball Z waren die. Also fand ich so richtig geil. Bei mir auch. Danach wurde es für mich ein bisschen zu abgespaced. Ja, GT habe ich nicht mehr geguckt, Nee, aber Dragon Ball Z war krass. ja. Genug zum Dragon Ball Genörde. Die ganzen Freundinnen von den Freunden, wenn die das zusammen auf der Couch abends schauen, sind bestimmt schon mad abgefuckt. Erstens, warum ich da überhaupt im Fernsehen laufe. Und zweitens, dann noch einer, der über Dragon Ball labert. And keep moving forward. That's really what does make the difference in your life. It really does. Extreme Row for Extreme Backs. Ja, rudern, 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 bis der Arzt kommt. So, Klimmzüge, dann ist der Rücken auch gut am Start. Das merke ich immer, wenn der Pump so seinen Peak erreicht, und deswegen finde ich Pump auch sehr wichtig als Hilfe, um das Training zu steuern, weil wenn man merkt, der Pump geht dann raus, wird weniger und man merkt, die Sätze werden unproduktiver, dann ist der Punkt auch erreicht. So. Klar, das muss man erstmal ausprobieren, ausmaxen, bevor man sowas entscheiden kann, aber das ist schon ein gutes Feedback von meinem Körper, dass ausreichend Reiz und Stimulus gesetzt wurde. Deswegen Klimmzüge, Bizeps durchblasen, dann sind wir durch.
Bizeps ist eigentlich auch ein Muskel, den man easy trainieren kann. Das ist so, also die Funktion ist einfach, aber ich finde so ein richtiges Gefühl da reinzukriegen, das braucht auf jeden Fall ein paar Jahre oder eine gewisse Zeit. Beim anderen mehr, wie bei mir, beim anderen weniger. Aber ich merke auf jeden Fall auch den höheren Wiederholungsbereich und dieses mehr Gespür, Mind-Muscle-Connection tun bei den Armen sehr, sehr gut. Normal liebe ich es ja asozial schwer und komplett an die Wand, aber irgendwie funktioniert es da nicht so. Lecco mio. Mit so einem richtig aufgepumpten Arm ist die eigentlich gar nicht mehr so einfach. Das, wenn der eigene Körper dir im Weg steht. Es war mir eine Ehre, sag ich im alten Jahr. Bedanke mich auch recht herzlich bei euch, bei jedem Einzelnen da draußen fürs 2025er Jahr. Es war viel los dieses Jahr und es wird auf jeden Fall auch viel los sein nächstes Jahr. Deswegen seid gespannt. Euch an der Stelle wünsche ich auf jeden Fall alles Gute jetzt im neuen Jahr. Gebt Gas, erfüllt eure Ziele, erfüllt eure Träume und ja, bleibt auf jeden Fall Teil der Bear Army. Abonniert rein, liked das Ganze und supportet. Und wir sehen uns vielleicht schon bald aus der Sonne wieder. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Obers.